Chaos Ahoi. Diese Verneinung der weiblichen Kraft ist so intensiv. Du bist zu dick, zu dünn, zu alt, zu alles, immer nicht gut genug. Wahnsinnig viele Urteile und wahnsinnig viele, wie ich sein soll, wie ich nicht sein soll. Und da ist diese wahnsinnige Competition zwischen Frauen in dieser Angepasstheit. Natürlich hasst man und bitcht dann gegen die anderen Frauen. Wie kann ich denn diese Wunden anfangen zu heilen? Wie stärke ich meinen Selbstwert? Wir müssen lernen, mit uns ehrlich zu sein, ne? Und dann auch miteinander ehrlich zu sein. Ich muss was verändern in mir. Das braucht natürlich Sicherheit, das braucht Liebe, das braucht Achtsamkeit, aber wir müssen auftauen. In unserem tiefsten Herzen haben wir so einen kleinen Stern, ja, und dieser Stern ist eigentlich das, was uns mit dem Göttlichen verbindet. Und das ist einzigartig. Der Stern verbindet dich aber natürlich mit den ganzen vielen Sternen da oben und davon gibt es eben Millionen von Sternen. Also du bist nicht der einzige Stern. Bereit? Okay. Immer. Ich bin immer bereit. Kommt drauf an, Thomas. Also, herzlich willkommen, Turia, bei meinem Podcast, Carina Coaching, der Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und wir beide Zeit miteinander verbringen und ja, uns übers Frausein unterhalten. Und bevor wir jetzt einsteigen ins Thema, ich kenne dich ja seit 7 Jahren. Ich habe die Ausbildung bei dir gemacht, Working with People Training. Hat mich persönlich unglaublich genährt und ist natürlich auch ja, Kern meiner Arbeit heute, in der Arbeit mit Frauen. Und vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Du bist ja im Bereich Trauma- und Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und das schon sehr, sehr lange. Und genau, vielleicht stell dich einfach kurz vor und dann starten wir auch gleich ins Thema rein. Also, ich bin Turia, Hannover und arbeite seit vielen, vielen Jahren mit Menschen und ja, vielen Dank für die Einladung, Karina, und schön hier zu sein und lass uns mal loslegen. Genau, wir legen einfach. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe dieses, wenn Leute aus der Struktur rauskommen, aus ihrem Gehaltenwerden, aus ihren Ängsten und plötzlich siehst du dann diese Schönheit, die sie haben, die Essenz, die Beauty, die Kraft, die die Menschen haben, die Individualität, die da ist. Das finde ich faszinierend. Gell? Mhm. Und das machst du ja jetzt wirklich auch schon. Wie lange bist du unterwegs in der Arbeit mit Menschen? Lange, lange, lange. Seitdem ich, weiß nicht, 28 bin, also 50 Jahre bestimmt. Und Wow. natürlich immer international. Ich mache viele große Gruppen und habe viel gelernt über die internationalen Gruppen, weil die Leute aus verschiedenen Ecken dieser Welt kommen. Ich habe natürlich auch viel gearbeitet in Amerika, in Brasilien, in Australien, in Südafrika. Und ja, man lernt einfach wahnsinnig viel über diese internationale Arbeit, gell? Das finde ich super, super spannend. Mhm. Ja, ich habe ja auch vor vielen Jahren schon Frauenseminare bei dir besucht und mit dir da gearbeitet und war auch sehr inspirierend und ist auch ein Stück weit der Grund, warum ich heute mit Frauen arbeite, weil wir Frauen sind sehr komplex und gleichzeitig ja auch unglaublich tolle Wesen und dementsprechend lass uns einfach mal einsteigen. Ähm, Wo fangen wir am besten an? Also, wir Frauen haben ja ganz oft schon in unserer Kindheit das Thema, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssen für andere da sein. Das bedeutet, wir wachsen sehr früh mit gewissen Rollenbildern auf und die begleiten uns natürlich dann auch in unserem Erwachsenen-Dasein. Und vielleicht kannst du zu Beginn mal darauf eingehen, welche Rollenbilder das sind und was das natürlich auch für Auswirkungen hat auf unseren Selbstwert und wie wir unseren Selbstwert eigentlich bekommen oder wie wir ihn formen, sozusagen. Naja, ich meine, Rollen, also ich sehe das weniger in Rollen, ich sehe das mehr, dass das hat mit unseren Müttern zu tun natürlich, weil das der allererste Kontakt ist, den wir haben mit einem menschlichen Wesen. Mhm. Und dann, meine Erfahrung ist, die Frauen sich in diesen letzten 60, 70 Jahren wahnsinnig entwickelt haben. Ja, von meiner Mutter, die noch 5 Kinder hatte und noch nicht auf eigenen Füßen stehen konnte, oder meiner Großmutter, die 12 Kinder hatte, Wow.
zu dem, wo wir heute sind, wo wir entscheiden können, ob wir Kinder wollen, wo wir entscheiden können, ob wir allein leben wollen oder mit jemand sein wollen, wo wir selber Geld verdienen können, dass wir überhaupt Education haben, studieren können. Das gab es ja früher nicht. Meine Mutter hätte das gerne gemacht, aber das ging natürlich nicht. Mhm. Da verändert sich so viel und man kann das ganz toll in alten Filmen sehen, wo die Frauen ja wirklich die Hausfrau war, die gedient hat und die gekocht hat und die Kinder sich gekümmert hat und der Mann hat das Geld verdient, ist dann nach Hause gekommen und dann wollte seine Ruhe haben. Hm? Und zu dem, was heute da ist ja eine riesige, riesige Veränderung. Ja, überhaupt. Und dass man erst anguckt, erst in den Neunzigern haben wir überhaupt erst angeguckt zu sehen, was es für traumatische Erlebnisse gibt. Vorher war das Wort Trauma ein Fremdwort. Es Mhm. gab es überhaupt nicht im Kollektiven. Mhm. Erst in den Neunzigern fing man an, überhaupt zu gucken, was ist eigentlich Trauma und was passiert. Und dann hat man gesehen, ja, dass das dann hat man überhaupt erst angefangen, über Missbrauch zu reden. Ja, und die Zahlen heute sind natürlich wahnsinnig. Die Frauen, die missbraucht werden oder sexuell missbraucht werden. Ich meine, das gibt es wirklich erst seit den Neunzigern ist das erst in Common Knowledge gewesen. Vorher hat kein Mensch drüber geredet. Mhm. Es war normal, so war es eben. Aber Mhm. es hat keiner den Mund aufgemacht. Ne? Also das sind wahnsinnige Veränderungen, die da stattfinden im Moment. Und ich finde es ganz, ganz interessant, dahin zu gucken und auch zu sehen, wie gehen wir damit um als Frauen. Mhm. Na, wie stehen wir damit und wie können wir diese Veränderung, die da passiert, wie kann man da mitgehen und nicht vor Angst die Handbremse anziehen, was sich ja viele Leute tun. Ne? Und dann hast du das ganze Instagram und TikTok und diese ganzen, weißt du, ähm, Ja, das Facebook, ganze Außen. Mhm. das ganze Außen, was so überhand nimmt im Moment, ja. Also wir sind ja alle außenorientiert, viel mehr wie früher. Ne? Mhm. Außen, 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 Vergleich, 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 gucken, gucken, gucken. Jetzt hat man in Australien das gerade zum ersten Mal verboten für Teenager, was ich natürlich toll finde. Unter 16 gar nicht. Okay. TikTok und Facebook und so weiter. Ja. Ist verboten und ähm, die Nummern, die Leute, denen das verboten wurde, 4,7 Millionen Wow. jungen Leute dürfen nicht mehr ans Internet. Ist es nicht wahnsinnig? Die waren selber erschüttert, wie viele junge Leute das sind. Mhm. Und ich fand das natürlich toll. Ich meine, und Australien macht erst den ersten Schritt und der zweite wird dann vielleicht in Frankreich passieren und so weiter und so weiter. Ne? Aber wir sind so outer-oriented, ne? Also über Wi-Fi, über TikTok, über Facebook, über immer out, 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 out. Wir haben überhaupt kein Gefühl mehr, wer wir eigentlich sind. Mhm. Ne? Okay. Aber fangen wir vielleicht mal da an, was du ja auch gerade angesprochen hast bei der Mutter. Also was haben wir als Frauen generell von unseren Müttern gelernt über unseren Selbstwert? Naja, wenn ich mich angucke, dann meine Mutter kommt aus dem letzten Weltkrieg. Mhm. Und ich bin natürlich in eine Welt hineingeboren worden, die eine kollektive Wunde, ja, und meine ganze Generation und auch die Generation nach mir sind in diese kollektive, unbearbeitete Wunde des Deutschseins hineingeboren worden. Mhm. Meine Mutter hat alles verloren, meine Eltern haben sich getrennt vor meiner Geburt, bla bla bla. Chaos, ahoi. Aber man kann denen das auch nicht vorwerfen, weil eine Kindheit in einem Krieg, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ja furchtbar. Mhm. Bomben und Krach und das ganze Haus ist ausgebombt worden und. Hm? Also wir kommen da von einer schwer traumatisierten Vergangenheit, ja, für uns alle. Und das ist einfach so, ja. Also ich meine, was habe ich für Werte von meiner Mutter gekriegt? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht eine gewisse Vitalität, das zu überstehen. Mhm. Aber eben auch wahnsinnig viele Urteile und wahnsinnig viele, wie ich sein soll, wie ich nicht sein soll. Ja, also eigentlich Zwangsjacke, ja, von früh an. Und das passt, hat mir natürlich überhaupt nicht gepasst. Es geht gar nicht. Ja. Und Eigentlich.
freiheitsliebender Mensch, ne? Und das war natürlich, was sind das für Werte? Mhm. Ja, gut. Und wie hat sich das dann auf dich ausgewirkt? Also ich spiele jetzt auch so ein bisschen drauf an, dass wir ja im Kollektiv als Frau oft das Gefühl haben, wir sind irgendwie nicht gut genug oder sind weniger wert als zum Beispiel die Männer. Und dementsprechend, das macht ja was mit uns. Natürlich, das war von Anfang an so. Die Frauen sind einfach, als Frau bin ich da, um den Mann zu dienen. Genau. Mhm. Ja, wenn mein Stiefvater nach Hause kam und schlechte Laune hatte, rief die Sekretärin an und dann sagte meine Mutter, die los, ihr müsst alle ins Zimmer, er hat schlechte Laune. Ja, und sie hat sich um ihn dann gekümmert. Ne? Aber die Frauen sind eigentlich da, um da reinzupassen. Und das habe ich von früh an gelernt. Ne? Ich bin da, um dem Mann zu dienen. Und so bin ich erzogen worden. Und das habe ich natürlich auch probiert. Aber in deinem Spirit stimmt das natürlich überhaupt nicht. Ne? Aber wir üben das, wir lernen das von früh an. Aber was ist der Preis? Die totale Ablehnung von dem, wer ich eigentlich bin. Mhm. Und der Bin eigenen ich? Wahrheit, ja. Ja, und dem eigenen Körper. Mhm. Ganz schon, weißt du, du guckst immer hin, du bist zu dick, zu dünn, zu alt, zu alles. Immer nicht gut genug. Hm? Nie gut genug, egal wie das ist, egal was es ist. Hm? Mhm. Noch dazu war meine Mutter auch sehr egozentrisch und musste immer im Mittelpunkt stehen und. Ich habe von früh gelernt, ich muss da reinpassen. Ne? Ich gehöre hier eigentlich nicht dazu. Und das sind so diese beiden Überlebensmechanismen, die wir alle haben. Auf der einen Seite wollen wir unbedingt dazugehören, Mhm. Familie, sonst würden wir nicht überleben. Wir brauchen das, ne? Wir brauchen den Kontakt. Und um dazuzugehören, muss ich mich verstecken. Muss ich also meine Vitalität verstecken, meine Ehrlichkeit verstecken. Kann eigentlich nicht ich da sein, sondern ich muss nett sein und lieb sein und gucken, was die machen und wie kann ich da helfen und was kann ich tun, damit das einigermaßen okay ist. Ja? Und das lernen wir alle von früh an. Diese Verneinung der weiblichen Kraft ist so intensiv. Mhm. Natürlich geht es auf den Körper. Ne? Wie kann ich meinen Körper leben, wenn ich immer denke, ich bin zu viel, ich bin zu laut? Sobald du die Stimme hast, psst, Ruhe, leise Ja. sein. Ja, sofort Schock, Schreck. Oh Gott. Ja, also nichts wie raus hier. Hm? Mhm. Ja, genau. Also das ist ja die eine Seite, also die Mutter sozusagen, die uns da in ein Korsett presst, sag ich mal. Und dann gibt es natürlich auch noch die andere Bezugsperson, den Vater. Und vielleicht kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen, inwieweit der uns beeinflusst in unserem Wertedasein und was lernen wir vielleicht über unseren Vater, über unseren Selbstwert als Naja, Frau. mein Vater habe ich eigentlich, mein Stiefvater habe ich gelernt über meine Mutter. Ja, meine Mutter hat sich zu ihm bezogen und das habe ich dann übernommen, sozusagen übernommen. Mhm. Ja, so verhält man sich als Frau gegenüber seinem Vater halt, ne? Oder Stiefvater in dem Falle. Ja. Und mein Stiefvater war natürlich auch war so total vitaler Mann und Gott weiß was alles. Der hat dann auch also es gab dann immer so eine sexualisierte Atmosphäre um mich rum und ich hatte immer das Gefühl, oh Gott, Vorsicht, hier muss man aufpassen, gell? Als Frau ist es nicht, als Mädchen ist es nicht sicher, hier zu sein. Und schon gar nicht als Frau da zu sein oder als junges Mädchen. Das war total unsicher für mich. Ne? Und das ist auch natürlich, wenn da irgendeine Art von Anziehung ist von dem Vater zur Tochter, da ist keine Sicherheit da. Mhm. Und das bedeutet ja, dass wir uns schon sehr früh anfangen, eigentlich auch zu schützen, ne? Also unsere Verletzlichkeit zu schützen. Ich meine, gerade wenn ich zurückdenke, als ich so 11, 12, 13 Jahre alt war, ich bin ja total, also wie sagt man denn, raw und verletzlich. Und gerade wie du sagst, da hat der Vater ja auch eine gewisse Funktion in Form von, hey, der begleitet mich in die Welt, der schützt mich auch. Aber wenn das natürlich nicht gegeben ist, dann fange ich da schon an, mich zurückzuziehen, beziehungsweise erlaubt meinem Körper vielleicht auch gar nicht wirklich, mich in diese Weiblichkeit reinzubegeben. Vielleicht kannst du da irgendwie kurz was dazu sagen. Naja, wenn da diese Sicherheit nicht da ist, dann hast du natürlich auch keinen Platz, ein junges Mädchen zu sein. Ne? Dann musst du dich schützen oder ich wollte immer weg. Ich hatte immer dieses Ding, ich muss da weg, ich muss da raus. Bin ja auch sehr früh ins Internat gegangen und
Das war auch gut so. Ich wollte einfach nur weg. Wie Und alt warst du, als du ins Internat bist? 13, Mhm. ich war so happy raus. Gell? Und das war für mich die Rettung, dass ich da weg bin halt. Ne? Das war ganz toll eigentlich. Und wenn da keine Sicherheit ist, wie soll man sich entwickeln? Mhm. Ja, wir brauchen diese Sicherheit, vor allem wenn du jung bist, weißt du, 5, 6, 7, 8, 19, 12, wenn dieses junge Mädchen gerade anfängt, sich zu entwickeln, brauchst du die Sicherheit von der Familie, um zu wissen, hier kann ich sein, in dem Jungsein, und man ist ja gar nicht fertig in dem Alter, sondern es ist ja so ganz zart es ist ja noch alles. Unschuldig, sehr unschuldig. Genau, und das geht dann vorbei. Das geht dann einfach nicht, weil diese Unschuld gar nicht da sein darf. Ne? Und dann fängt man halt an, sich zu beschützen, wie auch immer. Ne? Wir haben unendliche Abwehrmechanismen, ja? Mhm. Ne? Indem wir halt einfach da reinpassen, weniger werden, ärgerlich sind oder immer selbstkritisch. Ich bin dann furchtbar kritisch geworden mit mir selber natürlich. Ich denke immer, es muss mein Fehler sein. Mhm. Na, das machen wir, glaube ich, alle so. Als allererstes denkt du, ich bin nicht okay. Mit mir stimmt was nicht. Deswegen klappt das hier nicht. Also was muss ich machen, um, damit es hier besser läuft? Genau, also das bedeutet, wir sind sehr outer-oriented, also wir versuchen gleich durch irgendwelche Images, irgendwelche Rollenbilder, das habe ich vorhin gemeint, uns selber einen Wert zu geben, sozusagen, weil wir ja gar nicht wissen, wer wir sind, wenn wir nicht dem, was im Außen von uns erwartet wird, entsprechen. Also ich spiele so ein bisschen auf diese Löcher an, weißt du, mit denen wir auch ganz viel arbeiten in der Essenzarbeit. Also sozusagen ein Loch in uns entsteht, wo wir die Leere, die in uns entsteht, nicht fühlen wollen. Und dementsprechend fangen wir an, Schutzmechanismen ja, zu aktivieren oder uns in irgendeiner Form anzueignen. Und da ist halt die Frage, welche Schutzmechanismen sind es für uns Frauen? Wir reden ja heute spezifisch über Frauen, vor allem dann im Erwachsenenalter, also in der Familie gegenüber unseren Kindern vielleicht, dann auch im Berufsleben gegenüber anderen Frauen. Wie leben wir Beziehungen? Also welche Schutzmechanismen sind es, die wir uns aneignen, um eben ja diese Leere in uns nicht zu fühlen, nicht fühlen zu müssen? Also ich kann mich an diese Lehre sehr gut erinnern als Kind. Also ich glaube, dass ich da auch den ersten Zugang gehabt habe ja, zur Meditation. Einfach das Gefühl, es geht hier eigentlich um was anderes. Hm? Mhm. Ich kann das also es ist eine physische, körperliche Wahrnehmung habe ich gehabt von dieser Lehre eigentlich. Hm? Und dann natürlich der Versuch, da reinzupassen. Es ist einfach natürlich werden wir Frauen dann passiv-aggressiv. Ne? Wir werden bitchy. Statt wütend zu sein, fangen wir an zu needle, ne? Bitchy. Ja, Wir ja, werden bitchy und negativ und viele Frauen werden dann auch, weißt du, immer complainen. Es ist immer alles nicht nyeng, 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 ja. Ne, dieses ununterbrochen complainen oder übermäßig, was brauchst du? Ich bin mhm. ja immer nur orientiert zu dem anderen. Bin ja auch dann Therapeut geworden. Das passt ja auch zu dem Beruf total gut, weil man immer mit dem anderen beschäftigt ist, nur nicht mit sich selber. Hm? Das ist Ja, ja, die große Kunst. Trotz ja. allem, Und trotz die allem. meisten Frauen werden ja auch Krankenschwestern, Psychotherapeuten, immer helfende Berufe. Mhm. Das machen wir gut. Wir kümmern uns. Wir wissen, wie es ist, sich zu kümmern. Mhm. Ja, das Mhm. haben wir alle gut gelernt. Das liegt uns ja auch sozusagen in unserem Wesen. Ne? Aber das macht einen natürlich auf die Dauer furchtbar wütend innerlich. Und die Wut dürfen wir nicht spüren, weil wir nicht lebendig sein dürfen. Also kommt dann diese Bitchy-Nummer raus. Oder was ich auch gut kenne, dieses sich selber wahnsinnig mit sich selber furchtbar streng sein. Ja, ich kenne das total. Mhm. Wo man dann denkt, oh Gott, Ja, hier der innere Richter sozusagen. darf man überhaupt nicht rauskommen. Das ist ja ganz schrecklich. Ne? Mhm. Aber dann natürlich, desto mehr du dich urteilst, desto mehr kommt dann auch dieses Gefühl von, ich kenne das vom Internat auch so, dieses Sinnlose. Ich weißt du, wofür sind wir eigentlich hier und was soll der ganze Käse hier? Ne? Ja, weil es halt Was soll das frustrierend, alles? Ne? ja, es ist ja auch eine gewisse Frustration, die in einem dann selber wächst.
Frustration und natürlich auch ein riesiger Schmerz. Hm. Und dann, wenn das alles nicht ausgedrückt wird, dann, wenn das gehalten ist, das geht dann in so eine Ängstlichkeit. Mhm. Ich kenne auch dieses Ängstliche, wo man dann Angst hat und denkt, irgendwas Furchtbares wird passieren. Weil es ist ja alles in einem drin und man projiziert es dann auf die Außenwelt natürlich. Man denkt dann, das passiert dann und dann passiert natürlich auch irgendwas Blödes, wo man denkt, ja, ja, genau so ist es. Die Welt ist kein sicherer Platz. Ich kann Mhm. hier nicht wirklich landen. Und Mhm. dann muss man wieder ein bisschen mehr probieren, besser zu sein und gut zu sein und mitzumachen und die richtigen Klamotten anzuziehen und oh, Sich selbst zu optimieren. Gefängnis, Gefängnis Ahoi, ja. Mhm. Immer, genau, sich selbst optimieren, schon das Wort ist so grauenhaft, weißt du, wo die immer Improvement, besser werden, was mache ich jetzt noch? Wie, und so, ne? Und so Mhm. leben wir natürlich dann auch. Und dann viele junge Mädchen heute haben halt furchtbare Ängste auch, ne? Das ist alles innen drin. Es hat keinen Raum, ne? Ängstlich und wie geht es weiter? Und es ist ja auch eine bedrohliche Welt heute, ne? Ja, auf jeden Fall. Das Okay, aber kann, das, passt da gut rein, ne? Aber das hat ja damit nichts zu tun. Es ist in dir drin ist es, bist du selber bedroht von deiner eigenen Kraft und von deiner eigenen Wut und mhm. von deiner eigenen Angst. Riesige Ängste auch. Ja, Mhm. Naja, und genau, weil wir eben dann so eine krasse Angst in uns tragen und auch so eine Wut und vor allem so eine Unsicherheit, versuchen wir uns dann in unseren, ja, es sind ja so Rollen. Also ich bin die perfekte Frau, ich bin die perfekte Mutter, ich versuche im Job immer aber das ist natürlich auch exhausting. Also, weißt du, vor allem in Deutschland habe ich das Gefühl, wir Frauen sind so, wir wollen so viel erfüllen und haben so hohe Erwartungen oder lassen uns von außen diese Erwartungen sozusagen aufoktroyieren, dass wir dann wirklich auch Gefahr laufen, ins Burnout zu gehen. Statt dass wir einfach mal für uns selber anfangen zu sorgen und wirklich uns zu fragen, okay, was brauche ich denn? ja, aber um zu fragen, was brauche ich denn, musst du erstmal anfangen, überhaupt zu fühlen. Ja, und da sind natürlich so viele Gefühle dann drin, von Schmerz, von Angst, von sich verraten fühlen. Weißt du, da war niemand da, da hat sich niemand gekümmert. Das ist da muss man überhaupt erstmal bereit sein, da reinzuspüren. Ja, das ist ja nicht kein kleines Ding, da reinzuspüren. Hm. Das macht uns dann oft Angst und dann machen wir den Laden wieder dicht und sagen wir, ja, ich funktioniere lieber, ich mache lieber so weiter wie vorher, das geht ja noch einigermaßen. Ist ja alles okay, das sagen wir dann so, ne? Ist ja alles in Ordnung. Soweit so gut, Ja, aber natürlich ist es nicht okay. ja, wir spielen es halt dann so runter, ne? Ja. Ja, um zu überleben. Das sind ganz starke Überlebensmechanismen und das muss man auch als solche anerkennen, die unser Leben bestimmen. Ne? Wenn ich das nicht mache, denke ich innerlich, werde ich nicht überleben. Hm. So fühlt sich das an. Ja, dann gehe ich vor die Hunde. Also machen wir wieder uns klein und eng und machen es dem Mann alles recht und so weiter, heiraten den richtigen Mann, damit ich dann eine Berechtigung habe, hier zu sein. Mhm. Oder gehen in den und den Job und opfern uns da dann auf. Aber Ja, das würde mich dann nochmal interessieren, deine Meinung dazu. Warum sind wir denn untereinander als Frauen dann oft so, mm, ja, in Konkurrenz miteinander? Also wo siehst du da die Ursprünge? Oder wir unterstützen uns immer weniger. Ich habe das Gefühl, wir sind ganz oft gegeneinander statt im Miteinander. naja, weil wir uns definieren über Außen. Wir definieren uns über, mit welchem Mann du zusammen bist, ja. Oder wir definieren uns über männliche Werte. Bin ich gut weißt du, bin ich ein Top-Manager, ne? Über männliche Werte. Wir vergessen die weiblichen Werte total. Ne, weibliche Werte ist dienen, dem richtigen Mann dienen. Und wenn ich den richtigen Mann habe, dann will ich natürlich versuchen, die andere Frau auszukicken. Die nimmt mir sonst meinen Typ weg. Mhm. Ja, und dann ist man immer zu eifersüchtig. Ich kenne das total gut. Dann ist man immer eifersüchtig und neidisch und denkt, oh, jetzt gleich, da kommt die und die wird sich dann, weißt du, wir sind dann Freundinnen, aber sobald es um den Mann geht, ist man keine Freundin mehr. Ne? Dann ähm, bist du halt out. Ne? Und da ist diese wahnsinnige Competition zwischen Frauen, die da ist, weil wir die wirklichen weiblichen Werte uns nicht wirklich achten oder wahrnehmen oder auch nicht landen in uns selber.
in unserem Herzen, in unserem Körper, in dem, wer wir eigentlich sind. Ne, wir passen da rein. Und dann in diese Angepasstheit, natürlich hasst man und bitcht dann gegen die anderen Frauen. Ja, aber Ja. oft ist es ja auch so, also ich zum Beispiel, ich will das gar nicht. Oder was mache ich dann zum Beispiel, wenn jemand anders so bitchy mir gegenüber ist, aber ich will das eigentlich gar nicht und möchte eigentlich nur, dass wir harmonisch zusammenarbeiten. Also ich meine, ich war ja auch 13 Jahre in dieser Automobilindustrie im Corporate und es war gang und gäbe, dass die Frauen wirklich eher im Meeting gegeneinander waren und sich nicht wirklich unterstützt haben, sondern so richtig teilweise, das waren teilweise wirklich so Hassattacken, wo ich mir gedacht habe, wo kommt denn das alles her? Und je mehr ich dann wirklich auch versucht habe, da, ich bin ja eher so ein People-Pleaser, ja, versuchen, Harmonie da irgendwie reinzubringen, umso mehr haben die sich zurückgezogen und umso wie Teflon. Was mache ich? Also, Naja, hast du ich nicht. meine, erstens hast du dich für diese Atmosphäre entschieden, aus irgendeinem Grund. Hm, Das ist schon der allererste Schritt. Warum arbeitest du da und warum kreierst du dir? Ich meine, das ist natürlich eine männliche Welt, in der männliche Werte, weißt du, Dominanz und Competition und viel Geld verdienen und nach oben, nach oben, nach oben. Ne? Diese ganzen männlichen Werte müssen die Frauen ja auch übernehmen. Und natürlich wird da die Weiblichkeit kommt immer durch dieses Gebitsche, durch diese Competitiveness. mhm, Das ist immer so. Wenn die Frau nicht wirklich verbunden ist mit dieser Weiblichkeit, die eigentlich sehr verbindend ist, ne, die warm ist, die verbindend ist, die herzorientiert ist, ja, die eine riesige Weisheit hat, wenn wir da mal reinfallen. mhm. Ne, aber du machst dich ja dann, du gibst dich sozusagen, versuchst du dann wie ein Mann zu sein, viel Geld zu verdienen und effizient zu sein und tak, 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 tak. Und natürlich sind dann alle anderen Frauen dann Competitiveness und dann bitcht man und ja, das ist die weibliche Seite, die Aggression auszuleben. Ja, Ne? Ich aber versuche, die Competitiveness auszuleben. Aber was du natürlich machen musst, ist für dich erstmal gucken, was berührt das in dir. Ja? Und du wiederholst da vielleicht etwas mit deiner Mutter oder vielleicht, warum setzt du dich in so einen Betrieb? Ne? Da muss ja irgendwas in dir sein, was auch so ist oder was irgendeinen Grund hat, warum sie da arbeitet. Weißt ja, du? als es in Resonanz geht, genau. Ja, natürlich. Hm. Das ist das Lernen, da zu gucken, was berührt das in mir. Ja, da war jetzt so eine Ohnmacht teilweise, auch so eine Panik im Körper zu spüren. Und, aber ja, das wäre dann in dem Fall der erste Ansatz, wirklich mal zu schauen, okay, wo gehe ich denn damit in Resonanz und was ist denn in mir für ein Anteil, wo ich vielleicht mal hinschauen darf. Ne? Und wo hast du das schon mal erlebt in deiner Kindheit, wo Mhm. da überhaupt kein Platz da war für dich? Mhm. Das kennst du bestimmt gut. Mhm. Ja, also ich war jetzt, Weißt du? für mich, also ich bin jetzt, ich spreche so ein bisschen aus der Vergangenheit. Ich war da insgesamt 13 Jahre. Aber ich bin seit letztem Jahr komplett raus. Ich habe mich jetzt auch selbstständig gemacht, habe ich dir ja erzählt, und arbeite jetzt im Fokus mit Frauen. Aber es gibt so viele Frauen, die da einfach noch drin sind. Und wie du sagst, das ist dieser eine Anteil in uns, eigentlich diese Weiblichkeit, die ja auch, wie soll ich denn sagen, wir sind ja sehr sensibel und wir spüren ja dann eigentlich auch, das passt ja eigentlich gar nicht. Wir wollen ja Gemeinschaft. Aber durch die eigenen Wunden, die wir selbst noch in uns tragen, kreieren wir das ja dann ein Stück weit mit. Und das ist, finde ich, das, was so mit das Allerwichtigste ist. Also zumindest für mich. Bei mir ist es so, wenn wir uns selbst heilen, heilen wir die Welt. Das ist so meine große Vision. Und deswegen gehen wir vielleicht mal zu dem Punkt, wie kann ich denn diese Wunden anfangen zu heilen? Oder diese Schatten generell? Weißt du, wie gehe ich, wie stärke ich meinen Selbstwert? Oder wenn ich einfach spüre, ich komme immer wieder an dieselbe Situation, das ist ja eigentlich dann auch wie so eine Doorway, sagt ihr ja auch immer in der Arbeit. Ähm, für diejenigen, die jetzt zuhören, wo setze ich an? Und wie schaffe ich das auch für mich, dass ich in mir wieder mehr Stabilität und Halt finde und auch Sicherheit? Ja, erstmal glaube ich, dass wenn wir bei unserem Frausein ankommen, dass die Frausein ja wahnsinnig viele Möglichkeiten hat und eine riesige Resonanz hat. Ne? Wir können uns beziehen, wir können aufmachen, wir kümmern uns um Sachen. Das ist ja
Es kommt, Qualität, ja. es kommt uns ganz natürlich, ja. Das ist einfach, und in dieser Annahme von der Weiblichkeit ist ja auch eine riesige Weisheit und ein inneres Wissen, Hm. dem wir dann verbunden sind. Mhm. Ne, es ist ja nicht einfach nur weiblich, sondern da ist ja ein wahnsinniges Reservoir an Weisheit, an Wissen, an Verständnis, warum wir hier auf dieser Erde sind. Ne, und das kommt natürlich, wenn wir Mütter werden, was ich ja auch bin, durch das Mutterdasein wirst du da einfach eingetaucht. Das ist einfach so eine dieser Türen, die sich da öffnet. Ne, nicht unbedingt, dass wir das alle toll machen, weil jeder denkt immer, ich bin keine gute Mutter. Aber das ist trotzdem, das ist überhaupt erstmal zu wissen, oh wow, da gibt es einen ganz tollen Platz und es lohnt sich, den zu erforschen. Hm. Der zweite Platz ist natürlich, wir müssen unsere Wunden angucken. Und Hm. wir haben unendlich viele Wunden. Wir müssen unsere Wunden angucken, wir müssen die Wut angucken. Ja, wenn du jemand bist, der sexuell missbraucht worden ist, musst du dich mit der Opfer-Täter-Dynamik auseinandersetzen. Wir sind nicht nur Opfer, wir sind auch Täter. Beides. Hm. Ne? Vielleicht ein indirekter Täter, aber wir haben immer beide Seiten, hell und dunkel. Und das ist die Arbeit. Für mich, meine Arbeit in meinem Leben, ist das die Arbeit, um aufzuwachen, um ein Mensch zu werden. Hm. Um mehr hier zu sein und auch einfach diese Verbindung mehr zu sich selbst Ja, zu spüren. und diese menschliche Verbindung zu spüren und zu spüren, das ist alles Teil von mir. Ne, wir können nicht immer den Täter nur nach draußen projizieren, dann ist der Mann der Täter oder wie auch immer, Politik oder der Krieg. Ne? Aber wir müssen wirklich gucken, wie wohnt das in mir? Und wie bin ich Täter mir gegenüber? Hm. Ja, manche Leute, du guckst in den Spiegel und dann innerhalb von 5 Minuten hast du dich so fertig gemacht. Du bist zu alt, zu dick, zu dünn, zu bla 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 bla. Ne? Tak, tak, tak. Hm. Kritik, Mhm. Kritik. Da ist der Täter, volle Kanne, gell? Mhm. Und dann können wir überhaupt nicht mehr funktionieren. Nein. Mhm. Ne, das denken wir, das macht nichts. Ja, und da fängt es dann an. Ne? Und da müssen wir Mhm. gucken. Wir sind Hell und Dunkelheit. Ja, wir haben Ja, alles. und Also wir haben, alle Dimensionen sind da. Und die Arbeit für mich als Mensch ist wirklich immer dahin zu gucken und das wieder und so, okay, da ist was. Ah ja, da ist noch was. Wow, da ist noch was. Und dann für viele Frauen, glaube ich, dadurch, dass so viel Missbrauch passiert ist, körperlicher Missbrauch, sexueller Missbrauch, erlebe ich das mit der Arbeit mit Frauen, dass viele Frauen einfach so eingefroren sind innerlich. Hm? hm, Auch, aber vor allem Frauen. Das ist wie so, Nam sein. ja, der Schock und dann ist das wie so ein Deep Freeze. Ne? Du bist wirklich wie im Deep Freezer. Ja? Und das ist wie so langsames Ankommen und da Wärme reinbringen und gucken, wie wir da langsam wieder auftauen können. Hm? Hm. Das braucht natürlich Sicherheit, das braucht Liebe, das braucht Achtsamkeit, aber wir müssen auftauen wieder. Und das dauert manchmal lange Zeit lang, je nachdem, womit wir dealen. Das dauert manchmal Jahre, bis man da wirklich in diese tieferen Regionen ankommt, ne, wo man dann auftaut und dann merkt, wow, wow, ich habe ja eigentlich ein riesiges Herz, ja, und ich habe ja eigentlich ganz viel zu bieten. Hm. Ja, es ist, Mhm. ich sag's doch immer, es ist eine Verantwortung, die jeder für sich selber trägt, jede Frau für sich selber trägt, da auch für sich wirklich hinzuschauen. Und es geht ja vor allem darum, also Schmerz, wir lernen ja auch durch unseren Schmerz. Also sich wirklich dem Schmerz zu stellen, anstatt davor wegzulaufen oder irgendwie unser Herz zu verschließen. Ja, ich glaube sowieso, dass wir vor allem durch Schmerz lernen, gell? Hm. Und dass manche Leute, wenn die viel erlebt haben oder viel Schmerzliches erlebt haben, dann oft ist dieser Kick auch da, was zu machen. Ne? Weil du sagst, ich muss irgendwas tun, sonst überlebe ich das nicht. Ja? Und das gibt einem dann den Mut, dahin zu gucken. Ne? Und sagt, ich muss was verändern in mir. Ja, und das ist natürlich ein riesiger Schritt. Es ist immer viel leichter, das Außen zu verändern oder zu denken, weißt du, wenn ich die da draußen was ändere oder die Struktur oder am Haus oder noch ein Auto oder noch ein Kind. Ne? Immer außen, außen, außen.
Mhm. Das bringt natürlich nicht den wirklichen Relief, nach dem wir gucken. Ne? Und das ist immer in meinem Herzen. Und da muss ich dazu stehen und den Mut haben zu sagen, ja, okay, atmen, spüren, fühlen, was ist wirklich da. Mhm. Braucht man dazu Hilfe? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ist es gut, wenn man zu jemandem hingeht oder du arbeitest ja mit Leuten oder macht Gruppen. Wir machen viele Gruppen, wo die Unterstützung da ist, wo da eine Gruppenresonanz da ist, die dir hilft, mehr zu dir zu stehen, ne, und deine Sachen anzugucken. Es ist Ja. schwierig, das alleine zu machen, aber manche Leute machen es auch allein. Ja, also ich kann ja mal kurz teilen. Ich habe es auch allein gemacht, aber das war mitunter der Grund jetzt, warum ich auch sage, hey, damals war ich so abgeschnitten von mir selber. Ich habe mir auch nie erlaubt, Hilfe anzunehmen. Das war für mich damals ein absolutes No-Go. Heute weiß ich, okay, Hilfe, um Hilfe zu bitten, sich unterstützen zu lassen, ist eine Superpower. Und ich meine, und Stichwort Kraft der Frau. Ich hatte Bulimie 20 Jahre lang. Du kennst ja die Geschichte so ein bisschen, aber ich habe mich da ja komplett selber davon befreit, indem ich mich wirklich mit dieser inneren Kraft in mir sozusagen verbinden konnte. Und das ist passiert durch Schmerz. Also ich habe alles verloren. Ich habe damals meine Beziehung verloren, ich habe meinen Job verloren, ich habe mein Zuhause verloren. Und das hat mich so aufgebrochen, dass ich mich wirklich bewusst dafür entschieden habe und mir die Frage gestellt habe, okay, was hat es eigentlich alles mit mir zu tun? Und in dem Moment bin ich, glaube ich, auch, also was heißt glaube ich, bin aufgebrochen und dann hatte ich wirklich diesen Kontakt zu dieser inneren Kraft. Und die hat mich dann sozusagen wirklich auch in die Heilung gebracht. Also ich habe bis zu der Heilung von der Bulimie, ich habe keine einzige Therapiestunde genommen. Es war eine spirituelle Heilerfahrung und deswegen weiß ich mittlerweile auch, wie wichtig es ist für uns Frauen, mit unserer Wut zu arbeiten, weil in der Nacht ist diese komplette Wut, wie soll ich sagen, es war eine Emotion, die war in meinem System gespeichert und die wurde released. Und da, meine Mama war in der Nacht dabei. Also es ist eine sehr abgefahrene Story. Ich habe da auch eine Episode drüber gemacht, die bald launcht. Und deswegen weiß ich, wie wichtig es auch ist, diesen Kontakt zu unserer Wut uns da einfach das mal zuzulassen, wirklich auch in diese Wut zu gehen, wie du es vorhin gesagt hast, weil wir unterdrücken ja so viel und sind überhaupt nicht mit unserer Wut in Kontakt, aber das ist gleichzeitig ja auch eine Lebensenergie. Ne? So. Natürlich, Wut ist ja was Tolles auch. Ja, aber du siehst ja, manche Leute, so wie du, gehen da alleine durch und dann ist das Leiden so groß und dann passiert trotzdem etwas, ne? Und dann sind wir einfach geführt innerlich, ja. Wir haben ja eine innere Führung, wenn wir uns daran erinnern. Und ich glaube auch, wenn wir uns darauf einlassen, das war so eine Frage, die ich mir im Vorfeld überlegt habe, das interessiert mich brennend, wie du das siehst. Und zwar, glaubst du, dass jeder von uns im Leben so eine Art größte Prüfung hat? Weißt du, also ich weiß für mich, ich hatte diese größte Prüfung. Ich habe alles verloren und ich hätte mich natürlich auch hinstellen können. Ich hätte mir das Leben nehmen können, war auch eine Option. Also habe ich drüber nachgedacht, habe ich nicht gemacht, bin nach Australien gefahren, habe mein Herz geheilt und ein halbes Jahr später wieder zurück und dann ging es los. Und die Heilung war dann 1,5 Jahre später, aber hätte ich ja auch machen können. Oder in diesem Schmerz für immer verharren, hätte ich auch machen können. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden und habe wirklich diese Verantwortung zu mir genommen und habe gesagt, okay, was hat es eigentlich alles mit mir zu tun? Und dann kamen die Antworten nach und nach. Aber glaubst du, von jedem von uns gibt es wirklich so eine größte Prüfung? Ich weiß nicht, wie der heißt, Campbell, glaube ich, oder Jung, die sprechen doch auch davon, dass sie sagen, okay, es gibt so eine Art Heldenreise, wo jeder Mensch im Leben, meistens passiert es so in der Mitte vom Leben, ich war damals 32, wo wirklich, wo es so richtig reinhaut. Also weißt du, wo du so richtig, wo dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird und wo es dann wirklich auf dich, also so war es bei mir. Ich kann links gehen oder ich kann rechts gehen. Und diese Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen und dahin zu schauen, weil alles, was in deinem Leben passiert, hat ja was mit dir zu tun. Und wie du auch immer sagst, das Leben ist ja für uns. Aber das wirklich anzunehmen und durch die Angst durchzugehen, das ist natürlich herausfordernd. Aber glaubst du generell, dass es bei uns in jedem Leben von jedem Menschen von uns ja, so eine Heldenreise gibt, so eine große Prüfung? Und wenn man die in Anführungszeichen annimmt,
dass das dann dieser Zugang, also so war es bei mir, das hat diesen Zugang freigelegt zu dieser Kraft und die nimmt mir keiner mehr. Also mein Leben ist natürlich immer noch challenging. Ich habe immer noch super viele Herausforderungen, aber ich habe diese Kraft und die leitet mich und ich schaffe natürlich auch Vertrauen, ne? Weil damals, seitdem ich weiß, okay, ich habe mich selber geheilt, das ist eine unglaubliche Power, die ich habe, wo ich einfach weiß, das ist durch mich entstanden und das gibt natürlich auch Vertrauen. Ja, und das ist natürlich einfach deine Geschichte auch. Ne? Ja. Das ist, weißt du hast da einfach zu dir selber dadurch gefunden und das ist natürlich eine tolle Erfahrung einfach, ja. Und für manche Leute ist es eine riesige Geschichte und für manche Leute sind es viele, viele Sachen, die passieren. Aber wir haben immer die Möglichkeit, da aufzuwachen und zu sagen, hey, jetzt gucke ich aber hin, gell? Oder auch nicht. Mhm. Viele Leute gucken eben auch nicht hin. Die interessiert das gar nicht. Und manche Leute passiert das dann ganz spät im Leben auch. Aber ich arbeite natürlich mit den Leuten, die hingucken wollen. Und das ist ja auch das Tolle dran. Mhm. Ja. Bei mir ist es immer durch Tod gekommen. Ne? Wie mein Mann gestorben ist vor vielen, vielen Jahren, Tod hat immer das ist einfach, ja, was passiert, wenn wir sterben. Ne? Plötzlich ist jemand, mit dem du nah bist und der ist dann weg. Ja, und das hat mich dann wahnsinnig schockiert. Da habe ich lange, lange mit also ja, es hat einfach mein Leben beeinflusst. Ne? Immer diese Ausrichtung nach dem Sterben. Irgendwann ist das alles hier vorbei. Und dadurch habe ich dann auch weniger Interesse an dieser äußeren Beständigkeit, weil ich weiß, das ist sowieso dann vorbei. Ne? Gibt es noch irgendetwas anderes, wofür wir hier sind. Mhm. Ja, und das ist das, was der Tod uns eigentlich zeigt. Mhm. Und Aber das ist immer wieder so für mich ist das mein Zen-Schwert, ja, wo ich dann, uff, ja, mhm. natürlich viele andere Sachen, ne? Aber ich glaube, dass jeder die Möglichkeit dazu hat. Und wenn du sie hast, nimm sie. Und speziell, wenn man total zusammenbricht oder wenn Sachen passieren, die einen wirklich vollkommen umhauen. Ich glaube, dass das die Möglichkeit ist, was anderes zu machen, ne? Oder dass da eine Transformation möglich ist. Mhm. Naja, und man muss ja auch bereit sein, den Schmerz loszulassen, sage ich mal, um dann ja weiterzugehen und offen zu sein für Veränderung. Wie kann ich Veränderung positiv willkommen heißen? Weil viele haben ja auch Angst vor Veränderung, ne, und halten dann fest, entweder am Schmerz oder an diesem, ich mache mein Herz lieber zu oder ich isoliere mich. Und wie siehst du das? Wie kann ich denn diese Angst vor Veränderung vielleicht, ja, wie kann ich Veränderung willkommen heißen? Weil das kommt natürlich mit einer gewissen Angst auch immer, ne? Weil wenn ich ja nicht weiß, was passiert, bleibe ich vielleicht lieber in dem Gewohnten, weil Dann sind wir wieder in der Kindrealität. Ne? Als Mhm. Kinder wussten wir auch nicht und dann hat sich was verändert und das war nicht immer zum Positiven, sondern oft zum Negativen. Ne? Da kommt das Kind und hat dann einfach furchtbar Angst innerlich. Ne? Und dieses Kind, diese Stimme, die beherrscht dann unser Leben. Ja? Die zieht sich dann zurück und sagt, nein, trau niemand mehr, sei alleine in deinem Zimmer, mach die Tür zu und so weiter und so weiter. Ne? Aber ich glaube, wir müssen diese kindlichen Anteile dann angucken und auch würdigen. Das Mhm. ist wie ein Survival. Da kannst du gar nichts machen. Das ist wie so, Mhm. Also ja, innere Kindarbeit, ja. ja, auf jeden Fall. Wo kommt das her? Das kommt immer aus der Vergangenheit. Es kommt immer von ganz früher, dieses Survival-Ding. Weißt du, wenn ich da jetzt nicht mitmache oder wenn ich jetzt wirklich die Wahrheit sage, dann überlebe ich nicht. Mhm. Ne? Der Vater wird mich verlassen, die Mutter schlägt mich, was auch immer. Ja? Ich werde nicht überleben. Und da kommt diese irre Todesangst dann hoch. Ne? Und das ist diese Angst vor Veränderung. Weißt du, es wird irgendwas ganz Schreckliches passieren. Mhm. Ja, und da müssen wir hingucken und mit diesem inneren Kind oder mit diesem Anteil dann arbeiten und sagen, hey, ich bin hier, ich höre dich, ich sehe dich, ich weiß, du hast viel Angst, ich bin da. Mhm. Hm? Und da wirklich sich dazu beziehen und nicht einfach, ja, ja, es spielt da gar keine Rolle, ich muss jetzt die Veränderung annehmen, sondern da sind Teile in mir, die müssen vorher angeguckt werden. Hm? Mhm.
Und das Kind ist natürlich, da ist ja auch unsere ganze Vitalität in dem Kind und unsere Innocence und unsere Führung und unsere Schönheit und auch unsere Magie ist in diesem Kind. Mhm. Ja, wenn dieser Teil dann das alles beherrscht, weil er Angst hat vor Veränderung, dann passiert gar nichts. Mhm. Then we are stuck in our lives. Also, Ja, ja, weil dieses Kind hat ja eine riesige Kraft, ja, ja. aber wir sind dann immer gleich wieder früher. Oh, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich bestraft. Mhm. Mhm. Ne? Also bestrafe ich mich lieber selber. Ja. Mhm. Mhm. Aber wir müssen da diese Teile angucken und dann auch würdigen und ehren und sagen, ich verstehe, du hast furchtbar Angst, aber ich bin da, ich bin mit dir. Im Moment ist es nicht so schlimm, ich bin dabei, dass sich dieser kindliche Anteil aufmachen kann, dass der anfangen kann, sich sicher zu fühlen. Und mit wem kann er sich sicher fühlen? Natürlich nur mit dir. Mhm. Wir Mhm. suchen das dann immer draußen. Du hoffst, dass dein nächster Freund das kreiert oder Freundin oder wer auch immer, ja, oder die Arbeit. Und das passiert natürlich nicht. Mhm. Ja, und da ist ja, finde ich, auch ganz schöner Platz dafür, diese Frauenkreise oder Frauenarbeit. Ne? Das habe ich halt gemerkt. Also meine Heilungsnacht zum Beispiel, da war ich damals auch mit meiner Mama auf dem ersten Retreat meines Lebens. Ich glaube, wir unter Frauen, wir zeigen uns ja auch ganz anders. Ne? Wir haben so viel Schmerz in uns, so viel Weisheit, aber wie gesagt, diese Frauenkreise finde ich total wertvoll. Das ist auch meine große Vision, wirklich in Zukunft so viele Frauenretreats weltweit zu organisieren, wo ich Mama und Tochter vor allem zusammenbringe. Und da finde ich, liegt einfach so eine Kraft drin, da viele Wunden zu heilen, uns miteinander zu verbinden, wir als Frauen. Was man vielleicht früher gemacht hat, durch die Kirche oder wie auch immer, das ist ja alles nicht mehr so. Ne? Und deswegen finde ich es so wichtig, in diese Frauenarbeit zu gehen, weil wir uns da wirklich auch zeigen können, wie wir sind. Ja, und deswegen, ich halte ja auch viel von Rites of Passage. Ne? In Australien habe ich einen Freund, der das macht, Männer mit Jungs. Ah, okay. Später mit den Jungs. Und die Frauen machen das ein bisschen weniger, aber Frauen sind eben auch anders. Ist nicht das gleiche Teil wie mit den Jungs. Die Jungs müssen eine Nacht alleine im Busch sein und das ist Mhm. sozusagen ihre Prüfung. Bei Frauen ist das wieder was anderes. Hm? Was ist das, was die Frauen da brauchen, um zu ihrem eigenen Vertrauen zu finden? Das ist nochmal was anderes. Aber ich halte da sehr viel davon natürlich. Und auch wir Frauen können ja im Kreis sitzen. Männer ist ja so, Frauen ist mehr circular. Ne? Und ich glaube, dass unsere Zeit heute mehr circular wird, dass es mehr rund wird. Mhm. Ne? Also eigentlich, obwohl es in der Welt gerade nicht so ausschaut. Aber ich glaube insgesamt, dass diese Aquarian Age, in der wir jetzt durch Pluto sind, dass das mehr diese runde Formation hat. Mhm. Und dass wir Frauen wissen, wie wir das machen können, dürfen. Das ist einfach in unserem System. Wenn wir anfangen, unsere Frau, diese Weiblichkeit zu ehren, na, das ist unendlich powerful, aber da müssen wir erstmal hinkommen. Ja, 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 genau. Aber da bist du ja mit Die Arbeit. eine Vorreiterin und ja, ich versuche es auch. Ich meine, ich habe einen riesen Respekt davor, aber ich spüre auch gleichzeitig, dass da so viel Kraft drin ist und so viel Potenzial und ähm, that's why I'm here, you know. Ja, Oh. es ist einfach, ich finde das auch super spannend. Ne? Also, ja, und uns da auch gegenseitig helfen, aus diesem vereisten Zustand rauszukommen, ne? Der manchmal jahrhundertelang vereist ist, weißt du? Das ist Ja, ja. passiert seit Hunderten, passiert ja schon ewig lange. Ne? Ja, und da sagst du ja auch immer, so arbeite ich auch, the love for the truth. Also wirklich sich zu erlauben, in die eigene Wahrheit zu gehen. Also wirklich da mal tief reinzuschauen, was ist denn überhaupt meine Wahrheit? Und sich da nicht irgendwas vorzumachen, sondern wirklich tief zu gehen und diese eigene Wahrheit zu erforschen und letzten Endes dann Best Case auch zu verkörpern. Weil Ja, da liegt ja die Transformation. ja, ich sage immer, wir müssen lernen, mit uns ehrlich zu sein, ne? Und dann auch miteinander ehrlich zu sein. Mhm. Das haben wir nicht gelernt. Wir haben gelernt zu lügen und uns anzupassen, aber nicht wirklich das zu sagen, was eigentlich los ist. Ne? Weil wir Das so viel tun wir nicht. Angst Ja, davor. Angst vor Bestrafung. Mhm.
Angst davor, dass wir abgelehnt werden, dass wir aus dem Clan rausfallen, dass wir da nicht mehr dazugehören. Das ist das Schlimmste, was wir haben können, dass die uns ausstoßen aus dem Clan, aus dem Tribe und dass wir dann irgendwo allein in der Wüste vor uns hinsterben. hm, Dieses Ausgestoßen, das ist ganz stark und dann müssen wir wieder dazu passen und dann müssen wir wieder gut sein. Ja? Was immer die Rules sind von dem Tribe, was immer das sind, sehr unterschiedlich, ne? Aber dann muss man da wieder reingehen. Und das ist natürlich ein riesiger Konflikt, Zugehörigkeit und kann ich wirklich den Mut haben, zu mir zu stehen? Und bin ich dann total allein? Die Angst haben wir ja immer. hm, hm. Aber die Angst gleichzeitig ist ja auch wirklich, das ist aus meiner Erfahrung, in die Angst zu springen, da ist unsere Kraft. Ja, natürlich. Und das hast du ja für dich so erlebt und das kannst du natürlich auch verkörpern, weißt du? Hm, Das ist auch das, was du dann bringst. Ne? Das ist dein Reservoir an Wisdom, ja. hm. Mhm. Und auch wirklich so uns zu erlauben, in unser Herz reinzugehen, weil da ist ja dieser Diamant in unserem Herzen. Vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen. Da, das ist ja so diese Verbindung zu uns selbst, zum Göttlichen und auch our point of light und da, wo unsere Kreativität sitzt. Ja, in der Essenzarbeit, oder ich arbeite da auch viel damit, ist es mitten in unserem tiefsten Herzen haben wir so einen kleinen Stern, ja, und dieser Stern ist eigentlich das, was uns mit dem Göttlichen verbindet. Hm? Aber es ist auch das, was uns die Kraft gibt, uns hier kreativ zu manifestieren. Wir müssen ja alle etwas bringen. Wir bringen ja alle etwas. Mhm. Mhm. Ja, aber We're eine Gabe. Jeder bringt was mit, made, das meinst du, ja. ja, we're made in the image of God. Wir sind göttlich, aber jeder Einzelne muss das Göttliche durch hindurchbringen. Und das ist einfach unsere eigene Kreation. Und ich denke, das ist so die Aufgabe, die wir alle haben. Und das ist einzigartig. Ja? Mhm. Einzigartig. Niemand ist so wie du. Mhm. Oder Ne? wie du. Oder wie du, oder wie wir, oder wie auch immer. Ne? Und auf der anderen Seite, wenn der Stern verbindet dich aber natürlich mit den ganzen vielen Sternen da oben und davon gibt es eben Millionen von Sternen. Also Mhm. du bist nicht der einzige Stern. Mhm. Ja? Ja, Das, voll die das finde Spirit. ich so toll. Ja? Aber trotzdem möchte sich da, und ich habe immer gemerkt, wenn die Leute dann aus dem Trauma raus sind oder aus dieser Vereisung, dass dann, wenn sie dann anfangen, am Leben teilzunehmen, oder sei es Gärtnern oder sich um die Blumen kümmern oder malen oder Mhm. sich weißt du, mit den Kindern zu sein, was immer dir diese Freude macht, dann plötzlich passiert da was. Ne? Dann habe ich die Kraft, hier zu sein. Ja, es ist Mhm. immer Kreativität, also ich male ja auch sehr gern und wenn ich male, bin ich in einer anderen Welt. Ich liebe das. Hm? Mhm. Es Mhm. ist wie etwas anderes spricht in mir, dass Gott weiß, wo es herkommt. Keine Ahnung. Aber es macht mich glücklich natürlich. Ja? Mhm. Und Mhm. ich glaube, dass wir das alle haben. Und das ist ein Teil von dem Prozess, wo wir uns gegenseitig helfen, damit rauszukommen. Hm? Ja, in dem Zusammenhang hast du ja auch gemeint, ist ja Grief, also diese Trauer, Ja. aber in a positive way, also in einer positiven Art und Weise. Vielleicht kannst du da noch mal was davon sagen, weil unsere Gesellschaft ist ja oft sehr, also wir sind beschämt, wenn es darum geht. Also wir erlauben uns oft gar nicht wirklich zu trauern. Und das, Naja, wir sind ja auch sehr todphobisch. Wir reden ja auch nicht über Sterben. mm, Die alten Leute werden, weißt du, über 55 wirst du dann irgendwo in irgendeinem Altenheim abgekarrt. Und wir haben überhaupt keinen Bezug zum Altern oder zu alten Menschen. Überhaupt nicht. Ne? Oder zu sterben oder zu Grief. Ja, wenn dann irgendwas passiert und jemand stirbt, dann die Leute, was soll ich denn jetzt sagen? Was sage ich denn jetzt zu der Person? Also wir haben da überhaupt keinen Bezug dazu. Und Grieving ist ja eigentlich was total Tolles. Wir grieven ja auch über viele Dinge die im Leben, die vorbeigehen. Es ist ja nicht nur Sterben, sondern es gehen Sachen vorbei. Die Kinder gehen aus dem Haus und du grievst, weil die Kinder nicht mehr da sind. Du weißt gar nicht mehr, wer du bist, wenn du nicht nur Mutter bist. Plötzlich tut sich da eine riesige Welt auf. Ja? Wir grieven über so viele Sachen. Du änderst deine Arbeit.
deine neurotischen Habits vergehen. Wow, ja, Ja, ja. Und man schafft ja dadurch Raum. natürlich. Darum geht es ja. Natürlich. Ja. Ja, ja, aber wenn wir zu Raum keine Beziehung haben, wenn wir nicht meditieren oder jeden Tag mit Raum da sind, Raum, ja, mit dieser Leere und dem Raum da sind, dann macht uns das Angst. Dann wollen wir das immer mit irgendetwas füttern. Hm? Aber ich denke, Raum für mich ist eine der tollsten Sachen überhaupt. Mhm. Ja, aber das bringt natürlich das Alleinsein hoch und das bringt dann natürlich die ganzen Beziehungsmuster hoch, weißt du? Der Freund hat mich sitzen gelassen und da, ne? Und dann sind wir wieder im Aua, aua, aua. Ja? Ja, ja. Dann muss man da wieder hingucken und dann muss man das wieder fühlen und dann kann man dann wieder weitermachen. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach im Leben so und wir denken immer, wir kriegen irgend so eine Magic Pill, ist es vorbei. Ich glaube, es ist eine Illusion. Das Leben ist Teil von diesem sich entwickeln und entwickeln heißt eben auch alles wahrnehmen, was da ist. Ja, und einfach hier sein, mit wirklich einfach hier sein, komplett in seinem Körper sein, sich spüren, das ist für mich das wahre Leben. Aber wie du es auch sagst, man muss sich ja erstmal darüber bewusst sein, dass man vielleicht gar nicht da ist oder dass man abgeschnitten ist mit Ja, sich. Das ist ja, finde ich, also das war in meinem Leben, ich meine, mit 20 Jahren Bulimie, ich war so sehr von mir abgeschnitten, aber selbst da, es war einfach mein Normal und das hat mir irgendwie Halt gegeben und Sicherheit. Deswegen hatte ich ja überhaupt kein Need, da irgendwie rauszugehen. Das kam dann erst, weil das Leben mich sozusagen gechallenged hat und gesagt hat, hey, schau da mal hin. Und Gott sei Dank habe ich es gemacht. Und es hat mich zu dem Menschen, der ich bin, heute gemacht und hat mich auch auf meinen Weg gebracht. Aber viele ja, haben vielleicht wirklich da Angst hinzuschauen, sind sich gar nicht wirklich drüber bewusst. aber irgendwann kriegt man immer so eine Chance. Irgendwann Hm. passiert immer irgendetwas, wie du sagst, der Mann geht und verliebt sich in eine andere Frau oder die Kinder machen irgendein Tralala. Irgendetwas gibt es immer, wo man dann sagen kann, oh, jetzt muss ich da mal hingucken. Ja? Ja. Also die Chance ist immer wieder da. Ne? Aber wir versuchen das halt immer zu umgehen. Ne? Wir hoffen immer, dass wir ohne den Schmerz klarkommen, dass alles Chickadee ist toll, in Ordnung und ich bin glücklich und bla bla bla. Aber es ist natürlich nicht so. Das heißt Leben. Ne? Ich meine, das ist auch das Schöne dran. Wenn man wächst, ist es ja auch toll. Ich finde es auch spannend. Ja, total. Also ich bin so froh, ich bereue nichts. Also alles, was passiert ist. Aber klar, wenn man selber da drin ist und in diesem Schmerz drin ist und der vielleicht einen überwältigt, not so easy. Aber wie du sagst, deswegen ist es ja so wichtig, sich da auch Unterstützung zu holen. Und Gott sei Dank, wir leben ja in einer Welt, wo es einfach ein ganz großes Angebot gibt und Möglichkeiten gibt. Und wir haben ja viel mehr Bewusstsein, viel mehr Möglichkeiten. Ja, Ne? ganz toll. Da passiert ja auch so viel Gutes heute. Ne? Auf der einen Seite hast du dieses Abuse-Thema, auf der anderen Seite gibt es so viel mehr Leute, die meditieren, die gucken, die wirklich Lust haben, hinzugucken. Ne? Ich meine, es ist auch sehr, sehr bereichernd, das überhaupt zu sehen. Es ist auch, was es macht einem auch Hoffnung, dass Hm. da was Neues passieren kann, obwohl auf der anderen Seite so viele Kriege sind, aber auf der anderen Seite passiert auch ein neues Bewusstsein in Menschen. Ne? So viel mehr Menschen sind auf dem Weg im Moment. Ja, Ich finde das total. immer ganz toll. Ja, natürlich, die Welt ist ansonsten auch herausfordernd. Ne? Man weiß überhaupt nicht, wo es da lang geht. Ja, aber trotzdem kann ich immer wieder bei mir selber gucken. Wie kann ich hier sein? Bin ich hier im Moment sicher? Habe ich hier meinen Platz? Bin ich hier angekommen? Hm. Kreiere ich das, was ich in diesem Leben gern kreieren möchte? Und Ja. bin nicht immer nur dabei, mich zu beschweren über alles. Hm. Das können wir Mhm. Deutschen ja so allem sehr, sehr gut. Nicht nur Deutsche, alle können das gut. Hm. In jedem Fall wird sich immer übers Wetter beschwert. Hm. Immer weiter. Oh, ich denke, oh Gott. Hm. Aber das war auch so eine Frage jetzt, weil ich habe im Vorfeld auch so ein paar Fragen eingeholt, aber eine Frage, die hast du ja eigentlich jetzt damit schon beantwortet. Wie geht man denn aktuell, es passiert ja gerade ganz viel Krieg, Separation und so weiter. Und eine große Frage war, wie gehe ich
wie gehe ich damit um für mich? Wie gehst du damit um zum Beispiel? Und wie schaffe ich es wirklich im Hier und Jetzt zu sein und Mitgefühl zu haben für all das, was da draußen passiert, mich da aber gleichzeitig nicht so sehr mit reinziehen zu lassen, weil das ist ja auch was, also so sehe ich das zumindest, dass ich bei mir bleibe und in dem Kreis, wo ich bin, mein Licht scheinen lasse, sage ich jetzt mal, weil wenn das jeder so ein Stück weit macht, dann heilen wir die Welt dadurch ja auch, beziehungsweise unterstützen. Naja, ich verbringe, also ich arbeite natürlich viel mit Menschen, was ich als einen Beitrag dazu sehe, zu dieser Veränderung, die wirkliche Veränderung. Und auf der anderen Seite aber verbringe ich sicher jeden Tag auch Zeit damit, nach innen zu gehen und zu meditieren, wie auch immer du das definieren willst. Immer wieder gucken, da ist dieser äußere Raum, aber da ist auch ein innerer Raum. Und wie fühlt der sich an? Wie ist das? Ne? Diese Leere, die da ist, wie ist der Space, der innerlich ist? Was macht mein Herz? Weißt du, wo stehe ich da im Moment? Hm. Und manchmal berührt einen das, was da draußen passiert, und manchmal auch weniger. Ja. Hm. Aber ich versuche nicht loszugehen da nach draußen, weil das ist meine Tendenz. Ich gehe immer raus, raus, raus. Ne? Und dann Hm. kriege ich Angst, Angst, Angst und Klimawechsel und morgen sind wir alle tot und bla bla bla. Ne? Mein Mind geht dann balla balla. Und sobald ich dann lerne, in meinem Herz anzukommen und in diesem inneren Space anzukommen, bin ich eigentlich okay. Hm. Ja, aber das muss man einfach lernen. Und wenn du das nicht jeden Tag machst, das passiert nicht einfach nur einmal 5 Minuten Augen zu machen. Hm? Es ist wie so, ich muss mich innerlich kennenlernen. Es ist ja nicht nur außen, sondern innen drin. Ja, Und das ja. ist überhaupt die Aufgabe für alle Menschen, aber vor allem für Frauen, zu gucken, wer bin ich hier? Hm? Bevor ich dann sage, wie kann ich es dir recht machen? How can I take care Ja, of you? ja. Ne? Was meine konditionierte Art und Weise ist. Aber nein, gucken, Mhm. Hallo sagen zu mir, gucken, bin Mhm. ich wirklich hier? Bin ich on survival? Habe ich Ängste? Und dann auch diese Ängste annehmen und sagen, okay, weißt du, okay, da sind Ängste da, okay, lass sie da sein. Mhm. Ne? Nicht das versuchen zu ändern, sondern okay, ja sagen, ankommen, ja sagen, ankommen. Und dann langsam fängt sich das an. Und dann ist man dann wieder da. Mhm. Aber für mich ist das essentiell jeden Tag. Und ich glaube, dass es für alle Leute wichtig ist. Mhm. 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 Wir Ja. leben ja in einer sehr aufregenden und sehr verändernden Zeit. Ne? Und wie geht man damit um? Was, Mhm. ohne in Panik zu geraten? Ja, also für mich ist es, ich schaue seit 5 Jahren keine Nachrichten mehr. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich nicht irgendwie für die Welt interessiere, sondern ich habe einfach gemerkt, ich muss wirklich schauen, was ich reinlasse jeden Tag. Weil Nachrichten zum Beispiel ist ja eigentlich immer negativ. So, und das macht natürlich was mit mir. Oder wenn ich abends zum Beispiel irgendwie einen Actionfilm schaue, wo 10.000 Menschen umgebracht werden, das macht was mit mir. Ja, aber da einfach ein bisschen mehr Bewusstsein reinzubringen Ja, für sich selber, natürlich. was lasse ich denn heute den ganzen Tag rein? Welche Energien, mit welchen Menschen begebe ich mich? Was esse ich? Wie bereite ich mir das Genau, Essen zum Beispiel zu? Das sind ja auch so Themen, die haben wir ja alle in der Hand. Ne? genau. Aber es sind alles so Teile, die dann zusammenpassen. Ne? Wie esse ich? Wie ernähre ich mich? Weißt du, wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie gehe ich mit Geld um? Das ist ein riesiges Thema natürlich. Ne? Hm. Ja. Und da langsam immer mehr zu dem zu kommen, was für mich wirklich wahrhaftig ist, was für mich wirklich wahr ist. Ne? Ja. Aber insgesamt habe ich weniger Bedürfnisse, ich bin weniger in dem Sinne outer-oriented und mehr inner-oriented. Also ich genieße es dann einfach, auch mal in Stille zu sitzen und rauszugucken und die Berge anzuschauen, weißt du? Das ist dann auch Hm. in Ordnung, ne? Das ist nicht mehr dieses, was ich muss, das noch haben, das noch haben, das noch haben. Das ist dann erstmal vorbei. Das kenne ich gar nicht in der Form mehr. Hm. Hm. Ja, super schön. Ganz schön, also mehr so mit dem Content sein, was da ist. Ja, Hm. Ja, das merkt man ja auch in deiner Arbeit. Ich meine, du bist wirklich auch jemand, weniger konsumieren, mehr kreieren. Genau. Ne? Das fällt mir auch Kreieren immer finde so. ich immer toll. Das finde ich das Beste überhaupt. Ja, Mhm. Ja, ja, genau. Ich habe noch eine Frage. ja, Wie finde ich heraus, was wirklich zu mir gehört und was ich vielleicht nur übernommen habe?
Naja, wenn etwas wirklich zu mir gehört, dann hat es ein Gefühl im Körper. Da ist eine gewisse Resonanz da. Weißt du, das spüre ich in meinem Herzen als Wellbeing, das spüre ich in meinem Bauch, das spüre ich in meinem ganzen Körper. Wenn etwas nicht zu mir gehört, dann ist da immer eine gewisse Dissonanz da. Mhm. Weißt du? Und oft sind, was nicht zu mir gehört, ist oft, wenn man in so ein, was ich natürlich kenne aus Reaktion, aus Trauma, man geht in so ein Speed rein. Ja, es ist wie so eine adrenalisierte Funktion. Das ist wie so, alles ist so ein bisschen adrenalisiert und dann eigentlich ist da Angst da. Mhm. Diese Angst schüttet Adrenalin aus und dieses Adrenalin macht dann Speedy und in dem Speedy kann man immer ganz viel tun, will ganz viel machen und das noch buchen und da noch hin. Mhm. 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 Weiß ich immer, ich bin nicht wirklich bei mir. Ne? Ich bin weg. Mhm. Das ist irgendetwas, da renne ich innerlich von was davon. Mhm. Und das dann wieder auch, ja. Und da dann dich hinsetzen und zu sagen, okay, da ist eine Angst da. Ja? Mhm. Einfach gucken, okay, was ist die Angst im Moment? Und mit dieser Angst da sein und sagen, okay, es ist okay, Angst zu haben. Es ist okay zu rennen. Es ist okay, wegrennen zu wollen. Hm? Das wollte ich als Kind immer rennen. Mhm. Kannst du aber jetzt hier sein, ne? Mhm. Dann weiß ich immer, dass das ist nicht unbedingt. I'm disconnected. Ja, genau. Ja. Mhm. Oder wenn man so automatisch manchmal ist, einfach Sachen sagt, was der automatisch, ja, bla, 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 ne? Dann weiß ich schon, oh Gott, nee. Mhm. Mhm. Aber man muss immer wieder gucken, ne? Immer wieder ehrlich sein und gucken und da auch bereit sein, bei sich selber hinzugucken und seine eigenen Missstände auch anzuschauen. Ne? Natürlich haben wir die. Ja, ja. Include myself in the whole picture. Also Ja, immer wieder das natürlich. ganze Bild mit reinzuziehen und es nicht so wegzuschieben von mir oder auf die anderen. Es hat ja Davon immer, davon lernt man ja auch, weißt du? ja, Ist ja. nicht falsch oder richtig. Für mich ist kein falsch oder richtig. Es gibt keine, du musst so sein. Sobald ich denke, ich muss richtig sein, bin ich weg vom Fenster. Mhm. Mhm. Ne? Alles wieder, das kommt aus meiner Kindheit. Oh, Mhm. jetzt bin ich wieder in dem Ding drin. Hm? Oder das ist nicht gut, wenn du das machst. Das ist falsch. Dann weiß ich sofort, ich bin in der alten Nummer drin. Mhm. Und da Hm. einfach einen Stopp-Button zu drücken. Ja, einfach einen Moment lang hinsetzen, atmen, spüren. Mhm. Sehen, okay, you're run by right and wrong. Ne? So war das früher auch immer. Mhm. Wie fühlt sich das an? Ja? Mhm. Das ist nicht die ganze Welt. Das ist eine Dimension, auf der ich mich aufhalte. Mhm. Und die mit liebevoller Akzeptanz sagen, okay, das ist auch da. Mhm. Hm? Sonst gehen wir dagegen an und dann passiert gar nichts. Mhm. Ja, Hm. und dann the magic happens. Also ich habe es ja super, super oft erlebt in der Ausbildung mit dir, auch jetzt in der Arbeit mit Frauen. Ich arbeite ja auch basierend auf diesen Essenzen. Das ist ja dann wirklich die Doorway, wenn man das anerkennt, zu sich nimmt, da sein lässt und dann neugierig bleibt. Genau, Wo geht es denn damit hin? Wo fühle ich genau. es im Körper? Was hat es vielleicht für eine Farbe? Genau. Einfach offen zu sein und neugierig zu sein, ja. Und was für mich wichtig ist immer, das Wichtigste überhaupt in der Arbeit ist, sich Zeit lassen. Mhm. Immer wieder sich Zeit lassen. Keine Stoppuhr, oh, das muss ich jetzt noch schnell, weißt du, heilen, sondern Zeit. Zeit ist so ein wichtiger Faktor. Ne? Wir Mhm. können uns nicht entwickeln unter Druck. Ja, ja. Ich jedenfalls nicht. Nein, und das ist ja auch genau das, was früher war als Kind. Du musst Ja, so und so ja, sein und dann wieder Erwartung. Was genau. passiert? Druck erwartet. Contract. Ja. Sofort ist man weg vom Fenster. Ne? Hm. Ich habe noch eine Frage. Ich glaube aber, dass das ähnlich, zu dem ich stelle es jetzt aber trotzdem, warum spüren wir manchmal, was eigentlich richtig wäre und tun es trotzdem nicht? Welche Rolle spielt Angst dabei? Und wofür schützt sie uns vielleicht? Halten uns unsere Ängste vielleicht davon ab, das zu tun, was sich eigentlich stimmig anfühlt? Sind wir eigentlich drauf? Naja, manchmal ist das so. Manchmal habe ich zu viel Angst und muss das auch akzeptieren, weißt du? Da ist einfach viel Angst da und mit dieser Angst sein und sagen, ja, das ist einfach zu bedrohlich im Moment für mich. Ne? Und mit dieser Angst da sein und da sein und da sein, weißt du? Ja, und das kann sich ja auch verändern dann, ne? Also wie du Ja, sagst, wenn dann ich auch, mir die Zeit dann gebe. auch, wenn man da so rein entspannt und da so Space hat und das akzeptiert und sagt, okay, das ist halt ein Teil von mir, ist nicht alles von mir, ist ein Teil. Mhm. Mhm. Mhm.
hat das wieder Platz. Ja, und dann kann sich das entspannen und dann kommt die Bewegung. Eigentlich die wirklichen Bewegungen bekommen alle von selber Hm. bei mir. Das passiert dann, wenn ich mir Zeit lasse, dann passiert das einfach, weil es ist plötzlich, okay, das muss ich jetzt machen, statt Liste abarbeiten. Jetzt muss ich noch dieses Ticket buchen und bla 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 bla, sondern und dann kommt es auch. Hm. Dann ist es auch ein, ja, joyful, Joy, Freude. Es macht einem Freude. Hm. Und da heißt es dann im Umkehrsinne, das ist jetzt auch für mich persönlich interessant, wenn ich Angst davor habe, Entscheidungen zu treffen, was, Das könnte ich natürlich gut, das habe ich ja immer. Und dann bin ich immer mit mir nicht verbunden. Da ist immer etwas, wo sagt, falsch, richtig. hm, Ne? Egal wie, es wird immer falsch sein. hm, Da hm, bin ich immer in meiner alten Struktur drin. Immer. hm, Ich weiß schon immer, vergiss es. mhm, Und dann gucke ich diese alte Struktur an und dann kann man sich damit hinsetzen und sagen, okay, das im Moment, it runs the show. Ne? Das muss jetzt nicht sein. mhm, Aber ich muss es immer annehmen. Ich kann nicht dagegen angehen. Ich muss es da sein lassen und sagen, okay, okay, okay. Anstelle mir dann so einen Druck zu machen oder Erwartungen an mich zu Nein, haben, bringt nichts. nein, bei mir bringt Druck überhaupt nichts. Druck ist ganz furchtbar. Du. Ja, Das wenn ich Druck kann ich. spüre, dann raste ich aus. Also dann ist vorbei, ne? Und Und ich ich, weiß aber mittlerweile, ich kenne mich gut genug, ich weiß, es kommt von früher und ich muss mich dann wirklich, oder ich darf mich hinsetzen und mich da wieder aber es ist immer noch, also ich habe immer noch wirklich, wenn ich so große Lebensentscheidungen vor allem treffe, also es macht mir Angst und manchmal dann renne ich weg und mache alles andere, Hauptsache nicht diese Entscheidung zu treffen. Ne? ja, weil da Entscheidungen sind ja auch immer so mit, wie du sagst, mit Druck belastet und dann, wenn ich die falsche Entscheidung treffe, Genau. ja, immer sofort ist man wieder in dem alten Modell drin. Mm. Wer hat bestimmt, was falsch und richtig ist? Deine Mutter. Mm. Ja, ja. Da sind wir wieder in der alten Kiste drin. Ne? Mhm. Mhm. Ja, mein Leitsatz ist mehr, I give myself the permission to fuck it up. Also wirklich zu sagen, okay, es gibt kein richtig oder falsch und jede Entscheidung in meinem Leben, die hat mich wirklich bisher irgendwo hingetragen und habe ich daraus gelernt und dann geht's halt weiter, ne? Ja. Ja, und ich gucke, wenn ich kann, versuche ich das mit meinem Herzen zu verbinden und gucken, dass das wirklich von dort kommt und nicht nur von meiner Birne, von meinem Kopf, weil der Kopf ist natürlich hoffnungslos damit, falsch und richtig zu machen. Aber ich gucke immer, dass das irgendwie verbunden ist mit meinem Herzen. Hm. Und weniger mit unserer Ego-Struktur. Ja, und auch weniger mit unserem Mind. Hm. Jetzt habe ich noch eine, weil du bist ja die Frau der großen Fragen. Ja, also hör mal, Was denn? Ja, was denn noch? Jetzt sind wir nicht. jetzt pass auf. Wie Ja, finde ich mich selbst im Leben und wie finde ich heraus, was ich vom Leben möchte? ja, das kannst nur du selber beantworten. Die Frage kam nicht von mir, aber ich sehe das ähnlich wie du. Ja. Das kann nur von dir selber kommen, ne? Das weiß jeder für sich selber nur. Das kann keiner für dich entscheiden. Das Hm. musst du für dich gucken. Und wenn du genug Innenschau hast und für dich da hineinguckst, äh, irgendwann wird dir das dann auch mehr klar, ne? Aber es ist einfach ein innerer Prozess. Hm. Weißt du, manche Leute müssen Mütter werden, um sich zu erfüllen. Ne? Die müssen Mutter sein und Familie haben. Das ist ihre Erfüllung. Hm. Ja, andere Leute sind Künstler, andere Leute so wie wir arbeiten mit Menschen. Unterschiedlich. Hm. So verschieden. Ja, Ja. meine Erfahrung ist einfach auch, je mehr ich mir Raum und Zeit gebe, mich mit sowas zu beschäftigen. Also wirklich zum Beispiel bei mir, ich meditiere auch unglaublich gern und oft. Und dadurch kreiere ich ja diesen inneren Raum in mir und dann kommt es auch so nach und nach. Also ich habe ein anderes Bewusstsein entwickelt, auch für mich, für meinen Körper und generell, was ist mir im Leben wichtig. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, sich die Zeit dafür zu nehmen, ne? Und den Raum. Das finde ich, für mich ist das immer Zeit und Raum, es sind die großen Heilmittel, weißt du? Dass ich Mhm. Zeit für mich habe. Wir hatten als Kind natürlich nie Zeit für sich. In der Schule gab es auch, was haben wir in der Schule gemacht? Nie Zeit für dich. Mhm. Das versucht, weißt du, ich habe die Antwort, bla 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 bla. Also nur Ja. kein Space, was mich wirklich interessiert, ja, weißt du? Ja.
Aber das ist ja jetzt vielleicht eine gute Überleitung, weil wir haben vorhin ja Ja, gesagt, wir machen eine Meditation, so eine kleine. machen wir auch noch. Ja, raus aus dem Kopf, rein ins Herz und Okay, gerne. create inner space. Ja, Ja, ja. okay. Ja. Also, Hm. wo immer ihr seid, macht mal die Augen zu und einen Moment lang deine Füße auf dem Boden spüren. Die Verbindung mit der Erde spüren ist immer total wichtig. Ja? Erdung, Erdung, Erdung. Verbindung spüren mit der Erde, mit dem Teppich, mit dem, was unter dem Teppich ist, unter dem Holz ist. Und wenn du da dich noch so ein bisschen tiefer reinfallen lässt, dann kannst du vielleicht sogar den Kontakt mit der Erde spüren. Und wir sagen ja auch Mutter Erde. Ja, und manchmal erlebe ich das so, wenn man sich da so ganz reinfallen lässt, dann kann man auch so spüren, dass wir eigentlich gehalten sind von etwas. Von der Natur, von den Sternen, von den Bergen, von den Blumen, von der Erde eben, die ganz dick ist und so ganz reichhaltig auch. Und das macht vielleicht auch deine Atmung ein bisschen entspannter. Und die Atmung ist immer das, was uns verbindet mit dieser Welt und mit der anderen Welt. Ja, und einfach einen Moment lang so richtig tief ein und wieder ausatmen. Richtig so. Und dann nochmal so richtig so. Ah. Ja, und einfach gucken, was da passiert, wenn ich wirklich tief atme, wenn ich mir den Raum gebe, hier zu sein. Und dann mit all dem, der Lebendigkeit, die da vielleicht da ist und dem, was immer du gerade an dir entdeckst, einfach einen Moment lang dir Raum geben, in dein Herz zu spüren, den Raum in deinem Brustkasten wahrzunehmen. Das Herz ist nicht nur, wo das physische Herz ist, sondern über den ganzen Brustkasten. Und spüren, wie du dein Herz da wahrnimmst im Moment. Einfach so reinspülen. Und vielleicht ist das ein ganz weiter Raum im Moment. Vielleicht ist es aber auch ein ganz enger Raum. Vielleicht kannst du eine gewisse Ängstlichkeit spüren in deinem Herzen. Manchmal fühlen wir das so wie so eine Nervosität, die da ist. Und vielleicht ist aber auch eine riesige Freude da. Wie so ein Kind, was rauf und runter springt und so froh ist, lebendig zu sein. Und egal, was du da wahrnimmst in deinem Herzen, vielleicht ist es auch was ganz, ganz anderes, als was ich gerade gesagt habe. Nimm einfach einen Moment lang und guck mal, ob du, was immer da ist, ob du das willkommen heißen kannst. Einfach sagen, ich bin froh, dass du da bist. Ich heiße dich willkommen, egal was es ist. Auch wenn es sich so ganz eingefroren anfühlt oder vielleicht sogar taub. Einen Moment lang sagen, ich heiße dich willkommen. Ich bin froh, dass du da bist, so wie du bist.
Auch wenn da vielleicht viel Scham da ist. Ne? Wir mussten uns so viel schämen, wirklich hier zu sein. Vielleicht ist da sogar viel Wut und Frustration drin. Weißt du, ich darf nicht ich selber sein. Einen Moment lang einfach sagen, hey, ich bin froh, dass du da bist. Ich heiße dich willkommen mit all dem, was da bei dir im Moment da ist. So wie wenn ein ganz guter Freund zu Besuch kommt und du kannst ihn hören, er oder sie die Treppe hochkommt und du freust dich so wahnsinnig, dass er oder sie kommt. Und wenn du die Tür aufmachst, dann machst du deine Arme auf und bist so froh, dass du ihn oder sie in die Arme nehmen kannst. Und guck mal, ob du mit der gleichen Liebe und der gleichen Zärtlichkeit einfach sagen kannst, ich bin froh, dass du hier bist. Mit deinen Ängsten, mit dem Kind, was vielleicht in der Ecke sitzt und weint, weil du es schon so lange verlassen hast. Mit der, mit dem Frust und der Wut, die da ist, die einfach ausbrechen möchte und leben möchte. Mit der Freude, die da ist, mit der Kraft, wirkliche Kraft. Und einfach so ein zärtliches Willkommen heißen. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich vergesse das immer wieder, aber ich möchte mich immer wieder daran erinnern. Und wieder deine Füße auf dem Boden spüren, deinen Bauch wahrnehmen, dein Herz spüren. Und du kannst vielleicht sogar deine Verbindung spüren zu, was wir denn einfach zu etwas Größerem, das da ist. Etwas Größeres, was uns hält hier. Und das ist das, was uns hier in dieses Leben bringt. Und das ist auch das, was uns den letzten Atemzug machen lässt, dann ist es vorbei. Und das ist eine Kraft, die größer ist, als ich es bin. Und vielleicht kannst du das Moment lang spüren, dieses Gehaltensein vor etwas Größerem. Vielleicht kannst du das spüren, vielleicht auch nicht. Vertrau dir total, wie sich das für dich innerlich anfühlt. Jeder erlebt das auf seine eigene Art und Weise. Und vielleicht kannst du dich auch erinnern, dass du das als Kind mal gespürt hast, wie du im Wald spielen warst und plötzlich war diese Verbindung da. Einfach einen Moment lang spüren, was das mit deinem Körper macht. Es schafft vielleicht eine Zuversicht, es schafft vielleicht eine innere Entspannung, wie so, okay, egal wie ich bin, egal wie viele Fehler ich gemacht habe, aber ich bin an meinem Platz.
Ich bin da gehalten. Denn es ist so wichtig, dir da selber zu vertrauen. Egal wie du das wahrnimmst, vertrau dir da selber. Das ist dein größtes Geschenk an dich. Und kein Mensch erlebt das so wie du. Guck mal, ob du das in dir respektieren und anerkennen kannst. Ich heiße dich willkommen, jetzt, hier, so wie du bist, egal wie. Und der Rest kommt dann von allein. Hm. Ja, und dann einatmen, ausatmen und dann beenden wir die Meditation hiermit. Kannst dir noch Zeit lassen, da drin bleiben oder auch nicht. Hm. Soweit, so gut. Danke, Turiya. Danke dir auch. Da, Wow. dabei belassen wir es lieber jetzt. Gell? Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Und dir auch vielen Dank für unser Gespräch. War super gut. Super gut. Ich wünsche dir viel ähm, Vertrauen in deine Arbeit und in dich selber. Vielen Dank. Danke Hm. dir. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Folge mit Turiya und mir. Ich hoffe, du konntest wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, leite sie sehr, sehr gerne an Herzensmenschen von dir weiter oder abonniere diesen Podcast. Ich bin bei Apple, iTunes, Spotify und YouTube vertreten und freue mich natürlich auch riesig, wenn du hier eine Bewertung da lässt oder einen Kommentar. Wenn du an Turiyas Arbeit interessiert bist, ich habe alles in den Shownotes verlinkt. Wenn du an meiner spirituellen Heilerfahrung interessiert bist, hier habe ich in meiner allerersten Podcast-Folge geteilt. Hör da sehr, sehr gerne mal rein. Wenn du Interesse hast an meiner Arbeit, schau auf meiner Webseite vorbei, carina-coaching.com oder komm zu meinem allerersten Online-Event, was am 16.04. stattfinden wird, mein Online-Frauenkreis. Wir werden gemeinsam meditieren, wir werden gemeinsam sharen. Es gibt die Möglichkeit zu kleinen Mini-Coachings, zu Themen, die dich bewegen, wenn du das möchtest. Und ansonsten habe ich mir überlegt, weil es auch mein allererstes Online-Event ist, unter den ersten 5 Anmeldungen verlose ich ein Carina-Coaching Embodiment for Women Welcome Package mit ganz tollen Alltagsbegleitern, die dich daran erinnern, in Verbindung zu bleiben mit dir selbst. Deswegen schau vorbei, melde dich an, es ist absolut kostenfrei und ich freue mich riesig, wenn wir uns gemeinsam miteinander verbinden, weil wenn wir Frauen uns verbinden in unserer Präsenz, dann heilen wir nicht nur selbst, sondern wir heilen auch die Welt. Und dafür gehe ich los und ich hoffe, dass du mich begleitest. Und den Link dazu findest du in den Shownotes. Schreib mir und du erhältst alle weiteren Informationen dazu. Ansonsten freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast nächste Woche wieder hörst. Bis dahin, bleib in Verbindung mit dir. Alles Liebe, deine Carina.